Das Geheimnis des alten Leuchtturms. Es war eine stürmische Nacht. Maria und Paul waren auf einer Wanderung an der Küste. Der Wind war stark und der Regen prasselte auf die Felsen. In der Ferne sahen sie einen alten Leuchtturm. »Dort können wir Schutz finden«, sagte Paul. Maria zögerte. Der Leuchtturm sah verlassen aus, aber sie hatten keine andere Wahl. Sie liefen zur Tür und klopften. Niemand antwortete, aber die Tür war nicht verschlossen. Sie traten ein. Der Raum war dunkel und roch nach altem Holz. Plötzlich hörten sie ein leises Kratzen. »Hast du das gehört?« flüsterte Maria. Paul nickte. Sie gingen vorsichtig die Treppe hinauf. Oben fanden sie einen alten Tisch mit einer Karte. Darauf stand in alter Schrift: »Das Licht zeigt den Weg zum verborgenen Schatz.« Plötzlich flackerte das Licht im Leuchtturm auf. Ein Schatten bewegte sich. Maria und Paul hielten den Atem an. Ein alter Mann trat ins Licht. »Was macht ihr hier?« fragte er mit rauer Stimme. »Wir suchen Schutz vor dem Sturm«, sagte Paul. Der Mann nickte. »Dann habt ihr das Geheimnis entdeckt. Seit Jahren bewache ich diesen Leuchtturm. Vor langer Zeit hat ein Kapitän hier seinen Schatz versteckt.« Maria betrachtete die Karte. »Das Licht zeigt den Weg. Wir müssen den Leuchtturm einschalten.« Der alte Mann betätigte einen Hebel. Der Leuchtturm leuchtete auf das Meer hinaus. Dort, zwischen den Wellen, erschien der Umriss eines alten Schiffswracks. »Der Schatz ist dort«, rief Paul. Doch das Meer war unruhig und es war zu gefährlich, hinauszuschwimmen. Sie mussten bis zum Morgen warten. Maria konnte kaum schlafen, ihr Herz pochte vor Aufregung. Sie stellte sich vor, was für Geheimnisse das Wrack wohl barg. In der Nacht hörten sie wieder Geräusche. Schritte auf der Treppe. Maria weckte Paul. Sie hielten den Atem an. Wer war noch hier? Die Tür öffnete sich langsam, und eine Gestalt trat ein. Es war ein junger Mann mit nassen Kleidern und einem besorgten Gesicht. »Ich habe euch beobachtet. Ich bin Fischer und kenne diesen Leuchtturm seit meiner Kindheit. Warum seid ihr hier?« Maria erklärte ihm die Geschichte. Der junge Mann, der sich als Erik vorstellte, nickte. »Mein Großvater erzählte mir von dem Schatz. Viele haben danach gesucht, aber niemand hat ihn gefunden. Vielleicht habt ihr Am nächsten Morgen, als das Meer ruhiger war, fuhren sie mit Eriks Boot hinaus. Sie fanden die Truhe zwischen den Felsen. Goldene Münzen funkelten in der Sonne. Doch in der Truhe lag noch etwas anderes, ein altes Tagebuch. Maria öffnete es vorsichtig und begann zu lesen. Es war das Logbuch des Kapitäns. Er beschrieb seine gefährliche Reise, den Sturm, der sein Schiff zerstörte, und seinen verzweifelten Versuch, den Schatz zu retten. Auf der letzten Seite stand ein letzter Eintrag. »Ich habe den Schatz versteckt, doch mein Herz gehört nicht dem Gold, sondern dem Meer. Möge der Finder nicht nur den Reichtum sehen, sondern die Geschichte dahinter ehren.« Maria runzelte die Stirn. »Hier steht noch etwas. Ein Hinweis.« Sie zeigte auf eine verblasste Zeichnung neben dem Text. »Das ist nicht nur eine Karte, es ist eine Botschaft.« Paul betrachtete die Zeichnung genau. »Das sieht aus wie die Klippe hinter dem Leuchtturm. Vielleicht gibt es dort noch etwas.« Erik führte sie zur Klippe. Sie suchten zwischen den Felsen und fanden eine weitere Kiste, die sorgfältig versteckt war. In ihr lag ein versiegelter Brief. Der alte Mann öffnete ihn mit zitternden Händen. Dieser Brief ist vom Kapitän selbst. Er begann zu lesen. »Für den Finder dieses Schatzes nehmt das Gold, aber denkt daran, dass wahre Schätze nicht aus Münzen bestehen, sondern aus Geschichten, die weitergegeben werden. Ich vertraue darauf, dass ihr mein Vermächtnis bewahrt.« Maria und Paul schauten sich an. Wir sollten den Schatz dem Dorf geben, um die Geschichte des Kapitäns zu bewahren. Der alte Mann nickte zustimmend. Gemeinsam brachten sie den Schatz ins Dorf, wo er für den Bau eines kleinen Museums verwendet wurde. Nun konnte die Geschichte des Kapitäns und seines Schatzes weiterleben. Mit dem Wissen, dass sie Teil eines großen Geheimnisses geworden waren, verabschiedeten sie sich. Ihre Reise ging weiter, doch sie würden diese Nacht und das Geheimnis des alten Leuchtturms niemals vergessen.